Die Burg Altenstein ist eine der größten Ruinen Frankens und wurde um die Jahrtausendwende saniert und burgenkundlich erschlossen. Aufgrund der hervorragenden Lage und die großartige Aussicht über das Weißach und Baunachtal bis hin zur Rhön bietet sich hier auch die Möglichkeit, standesamtlich zu heiraten. Die Stein hatten sich um 1200 in 2 Linien gespalten. Die Stein von Liechtenstein saßen auf der etwa 5 Kilometer südlich auf dem gleichen Höhenkamm gelegenen Burg Liechtenstein. Ab dem frühen 14. Jahrhundert traten die Altensteiner nur noch als Würzburger, gelegentlich auch Bamberger Vasallen auf, besaßen aber auch Lehen der Klöster Banz und Langheim. Die Burg erschien erstmals 1225 indirekt in den Schriftquellen. In den nächsten Jahrhunderten entwickelte sich die Anlage zu einer typischen Ganerbenburg. 1296 wohnten bereits 8 Familien auf der Weste über dem Weißachtal. Ein Burgfriedensvertrag von 1441 nennt 10 Brüder und Vettern aus insgesamt 5 Familien. Die Familie von Altenstein konnte sich im 14. und 15. Jahrhundert ein kleines Herrschaftsgebiet um die Stammburg einrichten. 1525 wurde Altenstein während des Bauernkrieges beschädigt. 1549 belehnte Kaiser Karl V. die Altensteiner mit der Hochgerichtsbarkeit. Den Burgherren wurde erlaubt, also nach der Reichsgerichtshalsordnung auch Todesurteile zu vollstrecken. 1567 stellte sich Wilhelm von Stein zu Altenstein während der Grumbachschen Händel gegen das Hochstift Würzburg und wurde deshalb auf dem Marktplatz zu Gotha durch das Schwert gerichtet. Nach einer erneuten Verwüstung der Burg im Dreißigjährigen Krieg setzte der wirtschaftliche Niedergang der Familie ein. 1634 erschossen marodierende Söldner Caspar von Stein. 1695 erhob Kaiser Leopold I. Johann Kasimir von Stein zu Altenstein in den Reichsfreiherrenstand. Damals existierten noch 3 Familienzweige zu Altenstein, Marbach und Ditterswind. Die Stein von Altenstein bewohnten ihre Stammburg bis 1703, zogen dann jedoch hinab ins Tal in ihr neu erbautes Schloss in Pfaffendorf. In der Folge verfiel die Burganlage in ihren heutigen ruinösen Zustand. Im Jahre 1875 starb mit Karl von Stein zum Altenstein der letzte Spross des deutschen Zweiges der Herren vom Altenstein. Schließlich gelangte die Anlage 1895 an die Freiherren von Rotenhan. Heute befindet sich die Burgruine im Besitz und in der Obhut des Landkreises Haßberge. Der Landkreis begann ab 1999 mit der Sanierung und Erschließung der Burganlage. Man betritt die Anlage durch das Torhaus der wiederbewohnten Vorburg. Dieses Vorwerk geht wohl noch auf das 13. Jahrhundert zurück und schützte bereits den Zugang zur romanischen Burganlage.
Über eine steinerne Brücke, die den etwa 15 Meter breiten Halsgraben überspannt, gelangt man zum Haupttor, das von 2 mächtigen Rundtürmen flankiert ist. Dieser Torbau ist Teil der mächtigen hussitenzeitlichen Zwingeranlagen vor der älteren Kernburg. Die repräsentative Toreinfahrt stammt allerdings aus der Zeit um 1567. Das hussitenzeitliche Tor lag etwas tiefer. Über der Durchfahrt schützte ein Wurferker den Zugang. Eine erhaltene Wappentafel mit den 3 Hämmern der Stein wird von Schildknappen flankiert. Die beiden seitlichen Rundtürme enthielten jeweils 3 ungewölbte Geschosse mit T-förmigen Schlüsselscharten oder T-Scharten mit abgesenktem Fuß. Die ganze Zwingeranlage ist bereits im Hinblick auf die Verwendung von Feuerwaffen geplant worden. Vorbei an den Ruinen der Ganerben-Sitze mit ihren eindrucksvollen Kelleranlagen erreicht man den Burghof mit den Resten des Palas, den Burgbrunnen und der spätgotischen Burgkapelle. Die weitläufigen, teilweise in den Felsen geschlagenen Gewölbekeller wurden im Zuge der Sanierung größtenteils verschlossen und sind nur zu besonderen Gelegenheiten zugänglich. Die Burgruine steht auf sehr instabilem Untergrund. Die mächtigen Rätsandsteinfelsen rutschen langsam den Burgberg hinab und führten bis in die Gegenwart immer wieder zu Teileinstürzen. So sind etwa 1960 3 übereinanderliegende Gewölbe über der ehemaligen Toreinfahrt größtenteils zusammengebrochen. Nach der statischen Sicherung in den letzten Jahren soll die Burg jedoch für die nächsten 250 Jahre gerettet sein. Die als Ruine erhaltene Kapelle entstand ab 1438. Ein Neubau wurde nötig, nachdem der Würzburger Bischof Johann II. Von Brunn den Vorgängerbau zur Pfarrkirche des Ortes erhoben hatte. Das Gotteshaus war dem heiligen Nikolaus und der Jungfrau Maria geweiht. Die Kapelle bestand aus einem rechteckigen Langhaus und einem netzgewölbten Chor. Das Langhaus sitzt auf dem Tonnengewölbe der ehemaligen Südtoreinfahrt, unter dem Chor befand sich offenbar die Gruft der Burgkern. Eine hochgelegene Tür in der Ostwand führt auf den Vorsprung der älteren Mauer. Vor dem Turm ist das Gehäuse eines Treppenturmes erkennbar. Wie die übrige Burganlage ist die Kapelle aus dem anstehenden Rätsandstein aufgemauert. Der Inventarband erwähnt zahlreiche Fragmente von Grabsteinen im Kapellenboden. Das langsame Abrutschen der Burgfelsen führte zu einer Schräglage der Chormauern. Durch die aufwendige Sanierung nach dem Jahr 2000 konnte die Substanz jedoch auf längere Zeit gesichert werden.